Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in den Dschungel von Brasilien, wo ich mich für 24 Stunden ganz alleine und nur mit einer Machete und einer Hängematte bewaffnet durchschlagen werde. Hier ist es. Ob ich es schaffe, in dieser wilden Umgebung zu überleben und welche Herausforderungen mich erwarten, seht ihr in diesem Video. Also lehnt euch zurück und begleitet mich auf einem meiner Abenteuer im Dschungel. Fangen Tanz der Moskitos. Und by the way, weiß jemand, was das für ein Loch ist hier? Schreib's mal in die Kommentare. Ist voller Löcher hier. Das war wohl nichts, voller Moskitos. Und ganz unchillig, diese Moskitos. Ich bin jetzt hier im Weiterlaufen, ein bisschen weiter in den Dschungel. Schauen wir mal, wie es wird. Hier hat es weniger Moskitos. Da kann ich mal den Loadout machen, mal zeigen, was die Mission ist. Oh oh, ganz gefährlich. Jetzt ist das erste Mal passiert. Die Klinge ist aus meinem selbst gebastelten Bag rausgefallen. Das ist natürlich extrem gefährlich, weil die könnte hier natürlich die Hand Schlitzi El Schlitzus. Aber die Protis sind. Ameisen hat Termiten, ja. So, ich möchte jetzt hier durch das Dickicht gehen. Ich sehe, es ist voller Spinnwebenzeugs. Ich dachte, ich bin jetzt mit der Machete in der Hand gelaufen, weil es einfach sicherer ist, dass das hier nicht aus meinem Bag rausfällt. Dazu einen kleinen Frosch. Hat ihr den gesehen? Thema Wasser. Hier hätte es Wasser. Sieht aber echt abgegammelt aus. Und es ist voller Moskitos und ja, Notfall abkochen. Ich habe aber kein Feuerzeug und gar nichts. Er ist voller Larven. Sieht man das auf der Kamera? Hier, voller Larven von Moskitos. Schaut mal, was ich gefunden habe. Das sind Termiten. Komplett zerfressen und hier ist ein größer Termitenbau. Ich werde jetzt hier ein bisschen rumstochern für euch. Voller Moskito. Wenn man jetzt den abfackeln würde hier, dann würden alle Moskitos verschwinden. Termiten, ein Termitenbau. Ich wollte es noch euch zeigen. Boing. Also hier die Isomatte. Isomatte. Dann haben wir Schwertchen, Hängematte, ein UV50 T-Shirt. Dann haben wir noch materialtechnisch dieses Seil. So, kleidertechnisch, was ich dabei habe, dieses T-Shirt, dann diesen Hut, diese Schuhe und meine Hosen, Socken. Das ist alles, das ich an mir trage. So, was habe ich technisch dabei, um das Abenteuer zu filmen? Mein Mobi. Dann hier diese Hülle für die GoPro, falls es regnet oder sonst irgendetwas. Dann noch den Headstrip hier für die GoPro. Dann hier, falls die GoPro nass wird oder dreckig oder so, dass ich die putzen kann. Ja, das ist das einzige, plus noch die GoPro, da zeige ich euch kurz.
wie das aussieht. Hier sieht man das. Das seid ihr. Das ist die GoPro plus noch dieser Ständer hier. Hier nochmals auf einem Bild, was ich alles dabei habe. Das sind alle Materialien plus jetzt noch die GoPro, die Schuhe und die Hosen, die ich anhabe, aber das ist alles, was ich dabei habe. Hier ist noch mein T-Shirt, das ist hier zusammengeknotet, das kann man einfach so lösen. Plus unten ist es zusammengeknotet und das ergibt meinen Bag. Und so mache ich meinen Bag. Man nimmt ein T-Shirt, dann knüpft man die hier zusammen mit Knoten nach Wunsch. Ich mache jetzt einfach kurz einen Doppelknoten rein. Es gibt natürlich viel bessere Knoten, die danach wieder besser aufgehen. Plus nehme ich das Unterteil hier und mache auch so einen ganz basic Knoten rein. Da kann man natürlich das auch viel besser machen. Einfach jetzt, um das zu zeigen. Und dann hat man hier, kann man hier sein Zeugs reinstopfen. Zack. Und transportieren. Und dann kann man den einfach sich so rübernehmen und sich dann das Zeugs da reinstopfen. Also ich habe meinen ganzen Loadout jetzt hier drin. Und wenn ich dann ankomme, knüpfe ich das einfach alles auf und habe dann ein T-Shirt, mit dem ich mich gegen diese lästigen Moskitos wehren kann. So, ich habe jetzt den Loadout fertig gefilmt und als nächstes werde ich die Hängematte aufspannen nach Test. Also ich werde ein Hängematten-Test-Setup machen und später werde ich das noch mal ein bisschen genauer erklären. Als ich darüber nachgedacht habe, wie ich jetzt das Setup mache, schaut, was ich gefunden habe. Coco El Coconati. Nice. Ja, hat's was drin. Also ich habe jetzt diesen Baum hier gefunden und hier Palmi. Und ich werde jetzt meine Hängematte von hier nach hier spannen. Und für den Test, den ich euch vorhin angekündigt habe, werde ich von Palmi hier nach rüber, werde ich hier einfach ein Stück Holz montieren, der dann dazu dient, um die Hängematte zu spannen. Also logischerweise würde ich jetzt diesen Baum nehmen und diesen Baum und jetzt hier meine Hängematte aufspannen, dann oben ein Dach machen, ja, für die Nacht. Jetzt für mein Experiment werde ich das so versuchen. Ich werde jetzt Palmi nehmen, plus hier noch ein Stück Holz platzieren und das dann da nach hinten abspannen an diesen Baumstumpf da. Schauen wir, ob es funktioniert. Ich nehme euch mit. So, habe jetzt mein Zeugs zusammengepackt. Meine Kokosnuss darf ich nicht vergessen. Und ich verwende jetzt einfach hier die Isomatte als improvisierten Bag. Habe immer noch mein T-Shirt-Bag hier, aber das funktioniert. So kann ich mein gesamtes Zeugs easy transportieren zum anderen Ort. So, hier ist Palmi. Ich werde jetzt mein Zeugs mal hier hin platzieren. Technisch alles, was ich dabei habe und was ich an mir trage, einfach das, mein Hut. Natürlich dürfen wir Cocky nicht vergessen. So, ich werde mir jetzt ein Grabstecken machen, damit ich graben kann. Der sollte ungefähr ein bisschen größer sein, so vielleicht hier. Ich habe gemerkt, der andere Grabstecken ist viel zu schwer. Wenn ich jetzt mit dem anfange zu graben,
Da werde ich mich komplett verausgaben. Ich werde jetzt ein kleineres, dünneres Stück abschneiden, mit dem ich natürlich dann wesentlich weniger Energie brauche, um zu graben. Und ich reiße jetzt den schön hier so ab. Dann habe ich schon mal so eine schön flache Kante, spitze ich den noch an. Da bekomme ich einen schönen Grabkeil. Ich habe jetzt nochmals überlegt, von Palmi bis jetzt da, wo ich markiert habe, das ist viel zu weit. Ich muss da noch einen Meter nach vorne kommen, das mache ich jetzt hier. So, ich muss jetzt ein bisschen Kameraenergie sparen. Ich bin komplett am Ölen. Komplett nass, ich habe kein Wasser, nichts zu trinken. Ich muss dann später mal noch die Kokosnuss aufmachen. Ich werde mich jetzt darum kümmern, diesen Baum hier rein zu tun, dann die Hängematte zu spannen. Dann schauen wir mal, ob ich euch noch etwas anderes zeigen kann. Jetzt ist erst etwa Mittag. Dann wünscht mir Glück. Die Moskitos, die zerfressen mir schon den Rücken, die Beine, alles. Ich bin komplett nass. Ich hoffe, die Kokosnuss hat Wasser dann später. Es sind noch ein paar Äffchen vorbei gejumpt. Mal schauen, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Nahrungsquelle, Bananen oder Kokosnuss oder sonst irgendetwas, um wieder an Energie zu kommen. Ja, das war's mal bis zum Moment. Ich werde euch jetzt hier wegpacken. Ihr werdet jetzt hier bei Palmi sein. So, kurzes Update, der ist jetzt drin, der Stab. Ich habe jetzt das Loch gemacht, ich werde jetzt hier noch ein paar Stecken rein tun. Bin aber am Verdursten, wir werden jetzt diese Kokosnuss zusammen aufmachen. Schauen, ob etwas da drin ist, ich hoffe es. Oberseite ist besser, um die aufzumachen, die Oberseite. Schauen wir mal, ob man das, ich hoffe, das sieht man da auf der Kamera. Wenn ich jetzt die Kamera abstelle, werde ich es wahrscheinlich beim nächsten Schlag öffnen, das Teil. Natürlich immer schön nicht die verdammten Finger abhacken. Natürlich noch die. Come on, man. Ja, hier. Verdammt. Also hier ist jetzt diese Kokosnuss. Ich gönne mir mal. Die ist noch viel zu unreif. Schmeckt nicht gut. Also sie schmeckt nicht verdorben. Sie ist einfach noch viel zu unreif. Es schmeckt noch grün. Schmeckt noch komplett grün. Schade. Also ich glaube, ich könnte es schon trinken, das Wasser. Möchte jetzt aber kein Risiko eingehen hier im Dschungel. Ganz alleine. Schade, ja. Ich muss jetzt leider wohl das Wasser wegwerfen. So wird es wohl nichts. Okay, so geht das. Ja, das ist noch ein cooler Knoten. Da kann ich jetzt einfach hier ziehen, dann das Seil verlängern, das ich jetzt brauche, um das hier abzuspannen. Auf den hier da reingehämmert. Jetzt mal schauen, ob das hier runtergespannt wird und ob das Teil hält. Wenn nicht, werde ich den verwenden.
Ich habe jetzt hier noch versucht, einen kleineren Hering reinzumachen. Der ist dann in der Mitte zersprungen, zersplittert. Ich werde es jetzt einfach mal einzeln versuchen, ob der den Druck aushält. Falls nicht, werde ich dann nochmals 1, 2 runterspannen von ein bisschen kleineren oder viel größer als der, so in diesem Style. Ja, und dann werde ich da nochmals runterspannen, dass der von 2 gestützt wird und dann der große dann hier runter geht. Falls das nicht funktionieren sollte, werde ich einfach diesen Baum hier benutzen, um den anderen abzuspannen. So. Also so sieht jetzt das Teil aus, das ist jetzt so abgespannt. Hier ist es einfach geklemmt. Hier, da habe ich einen Ritschratsch gemacht und dann geht das hier hoch. Und hier habe ich das ganz einfach mit so einem Holzstück auf Klemmung gebracht und habe hier jetzt noch ein Stück. Der Rest vom Seil ist hier doppelt gemacht in diesem Knoten. Falls jemand Bock hat, diesen kennenzulernen, schreibt das mal in die Kommentare, kann ich sonst ein Video drüber machen, das ganz einfach zu machen. Genau. So, jetzt versuchen wir die Hängematte zu spannen. Von diesem jetzt künstlich von mir hingestellten Baum zu Palmi. Schauen wir mal, ob das Knossi helfen würde für das nächste Mal. Nummer 1. Okay, volles Gewicht. Es funktioniert. Ein Wackeltest funktioniert. Nice. Nice. So, erster Test hat funktioniert. Das heißt, die Konstruktion funktioniert, die Knöpfe funktionieren, hat nichts gemacht, hat sich nicht bewegt. Der war auch relativ stabil, das sind ungefähr so 30-40 cm. Bis zum Ellbogen habe ich hier eingegraben. Dann hier für die Hängematte habe ich jetzt einfach diese Strips, die sind im Hängematten-Set da drin. Dann werde ich jetzt hier die Hängematte noch schön aufspannen, habe hier noch ein paar Hölzer. Dann werde ich hier jetzt das Moskitonetz noch so schön abspannen, weil das hängt sonst normalerweise so ein bisschen. Da hinten werde ich noch ein bisschen verbessern. So, Setup fertig, so sieht jetzt das Ganze aus, mit Abspannung noch. So, ich habe jetzt hier noch diese 2 Stöcke reingepackt, so wie ich das vorhin gesagt habe. Ich habe die einfach so ganz normal reingedreht, die sind auf Spannung drin, einfach dass das Moskitonetz hier schön abgespannt wird. Ja, ich traue dem Ganzen noch nicht nur so, ich werde jetzt nochmals einen Test ausführen. Die hängen das hier runter, wenn ich runterfallen sollte, dass ich nicht zu hart falle. Ich habe jetzt da aufgemacht. Komplett dreckig. So. Ich will jetzt meinen zweiten Test. Okay, easy. Nice. Es funktioniert. Belastungstest, ich werde ein bisschen hin und her wippen. Funktioniert. Sieht bombensicher aus, das Ganze. Nice. So, noch ein paar Detailshot. Hier die Knoten. Ganz einfacher Schnürbändelknoten. Hier habe ich auch nochmals ganz einfach überknotet hier. Das ist ja auf Spannung. Das habe ich hier gemacht, damit der dann da hinten nicht rutscht. Man sieht schon, er zieht schon nach runter. Der ist nach oben. Schauen wir, wie sich der entwickelt. Der ist jetzt hier bei diesem. Ich werde das später mal anschauen, ob das irgendwie rutscht. So, ich werde jetzt versuchen, hier reinzusteigen. Das ist jetzt der dritte Test. Ja, funktioniert. Nice. Dann nehme ich euch auch mal mit rein. So sieht es hier aus momentan. Also, willkommen in meinem Zuhause für die heutige Nacht. So, das ist jetzt die Hängematte. Das bin ich hier am Hängen. Dann nehme ich euch noch ein bisschen näher. So, ich werde jetzt ein bisschen Pause machen, weil das ist schon anstrengend laufen jetzt.
Extrem heiß ist es, ich habe kein Wasser, ich habe jetzt gearbeitet, ich bin extrem ausgetrocknet. Ich werde jetzt ein bisschen chillen, versuche ein bisschen Energie zu regenerieren. Danach werde ich Kokosnüsse suchen, Wasserquelle. Vielleicht finde ich noch irgendwie einen Bambu oder einen Bambus, damit ich ihn in Feuer anmachen kann und für die Moskitos. Es ist jetzt extrem heiß, ich bin am Schwitzen, ich bin ölig. Ich bin jetzt hier auf der Isomatte und die macht es einfach noch doppelt so heiß jetzt. Also es ist doppelt so heiß mit der Isomatte. Ich bin mir jetzt am Überlegen, die ganz wegzunehmen, aber dann würden mich die Moskitos von unten stechen. Ich habe die jetzt wirklich hauptsächlich mitgenommen gegen die Moskitos. Jetzt habe ich gleich die Kamera ausgestellt und immer wenn es so ist, dass die Kamera aus ist, passiert irgendetwas. Jetzt ist eine Ultra-Kokosnuss hier neben mir runtergedonnert. Ich habe blöderweise, amateurmäßigerweise gar nicht geschaut, ob es hier im Blätterdach noch Kokosnüsse gibt. Sieht man gar nicht. Also diese kleine hier, Palmi, und da habe ich jetzt gesehen, hier vorne ist noch eine, logischerweise. Ich bin ja nicht gleich direkt drunter. Aber könnte schon extrem gefährlich werden, ja. Also das ist jetzt, wenn ihr in den Urwald geht, schaut, dass ihr unter keiner Kokosnuss seid und unter keinem alten Baum. Ich habe jetzt gesehen, auch im Mangobaum hier nebenan hat es viele Äste, die tot sind. Und wenn dann die runterfallen, das ist einfach nicht so cool. Da denke ich einfach immer an den Niklas on Fire. Jo, das ist so mein Ausblick zu meinen Füßen. Ich kann irgendwie nicht schlafen. Es ist zu heiß, es ist extrem heiß. Ich glaube, ich werde aus der Hängematte gleich rausgehen und eine kleine Entdeckungsreise anstarten. Mich noch ein bisschen besser auf die Nacht vorbereiten. Jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, die Sonne steht direkt oben mir. Sie ist am Brennen. Das heißt, es ist ungefähr 2 Uhr oder so. 1, 2 Uhr. Ja, eigentlich Time für Siesta. Ich hoffe, ich finde noch irgendein Gewässer oder so für einen Bad. Das wäre natürlich toppi. Ich habe Durst. Ich habe kein Wasser. Und jetzt fängt der Magi, der Hungi kommt. Jupp, es geht raus. Es ist zu heiß. Ich habe jetzt ein bisschen gechillt hier, Kräfte gesammelt und ja, ich werde jetzt hier rausgehen. Ich hoffe, ich fliege nicht auf die Fresse. Ich zeige euch jetzt mal noch etwas Ekliges. Oh yes, da könnte man Wasser gewinnen, schaut, das ist voller Wasser hier. Schöne Wassertröpfchen. Hier könnt ihr mal einen schönen Schluck nehmen. Wasser vom Rücken. Sieht man die Spinne hier? Oh yes. Im Land der Spinnen. Wer weiß, was das für eine Spinne ist? In die Kommentare. So, jetzt bin ich hier. War ein bisschen auskundschaften. Und jetzt sind wir hier. Ich zeige euch jetzt das im Herz des Dschungels. Das ist oben. Das ist von nach vorne. Ich mache jetzt mal so um 360 Grad. Das hört sich nach Tukan an. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube Tukan. Hier, ich mache jetzt noch die Runde fertig. Dann Ultra Tree. Dann schon wieder eine Spinne, die hier entlang läuft. Seht ihr die? Ja, genau. Da bin ich jetzt auf der Suche nach Kokosnüssen und nach Kokos. Wow. Schon wieder ist voller Spinnen, Zeugs, Insekten, Moskitos. Die Moskitos haben jetzt ein bisschen nachgelassen. Jetzt fängt das wieder an. Scratchy, scratchy. Jo. Hier hat es eine Kokosnuss, habe ich gesehen. Jetzt bin ich zu dieser hier.
Hier ist ein bisschen krumm, schräg. Ich bin jetzt hier auf der Suche nach kleinen Kokosnüssen, ob ich hier ein Kokosherz finde. Ein Kokosherz, das ist ein ganz klar, das zeige ich euch gleich, was das ist. So, die Suche geht weiter. Nice. Das ist eine Kokosnuss, eine trockene Kokosnuss. Ich werde sie jetzt ein bisschen bearbeiten. Das war eine 0. So, ich bin jetzt hier. Ich habe jetzt einen Mangobaum gefunden. Leider ohne Früchte, ist leider keine Saison. Ich habe mir jetzt gleich überlegt, ob ich eventuell meine Hängematte hier oben anmachen soll, irgendwie von 2 Ästen, vom einen zum anderen Ast, weil es gibt Onsas hier und Onsas sind keine Sonsas. Also Onsa hier heißt, das sind Pumas. Pumas gibt es hier. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich eher da rauf soll oder ob ich in meiner Konstruktion bleiben soll. Was glaubst du? Was würdest du machen? Schreib es mal in die Kommentare. Sehr gespannt, was ich dann später entscheide. Die Sonne ist, was ist jetzt, ungefähr 3 Uhr oder so. Die Sonne geht um 6 Uhr unter. Ich muss mich dann immer schnell entscheiden. Bis jetzt immer noch kein Wasser gefunden, kein Essen gefunden. Die Kokosnuss von vorhin, das war eine Niete. Wow, eine Libelle und ein Loch. Schaut euch die Libelle an. Oh, das ist hier weg, da ist sie. Okay, ich wollte euch das Loch zeigen. Hier gibt es noch anderes Zeugs als nur diese Geiermons. Hier, das ist so dieser Waldboden. Hier hat es solche Kleinzeugs. Hier hat es nochmals eine Kokosnuss, aber ich glaube, die ist auch downy. So, der Waldboden sieht ungefähr so aus. Immer wieder mal so ein Stück Kokos, Palmenblätter, großer Mangobaum. Hier nochmals, das ist kein, doch das ist ein, da bin ich mir nicht so sicher, was das ist. Ich glaube auch ein Mangobaum. Irgendwelches Dickicht hier, hier auch Dickicht. Ich werde jetzt mal mit euch so ein bisschen da durchlaufen, damit ihr so ein Feeling bekommt, wie das ist. Mangi, komplett voller Mangi. Hier muss ich morgen durch. Wow. Schauen, dass ich nicht runterfalle. Wow. Und natürlich noch ein Moskito. Irgendwie mich am Stören. Ah, scheiß Moskitos. Ja. Also hier geht's mal durch. Morgen muss ich hier durch dieses Geschmeuder. Mal schauen, ob ich das überlebe. Ja. Da hinten ist das Meer, hört ihr das? Krebs. Das ist einer, der nur von... Das blödes Licht, Gegenlicht natürlich. Sieht man den? Ups. Ups. Diese Mücken sind so lästig. So lästige Mücken. Ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt irgendwo einen Marker oder irgendwie einen Dreck oder so, mich einzuschmieren. Oder ich muss mein T-Shirt holen. So, hier sieht man eine Kokosnuss, die hier abgebrochen ist und einfach hier querfeldein liegt. Und jetzt von
Termiten zerfressen wird und dann können die Termiten schön auf den nächsten Baum drüber gehen. Sehr gefährlich, aber man kann ohne weiteres einfach hier durchlaufen. Pure Dschungel. Es würde euch noch interessieren, eventuell wie die Erde aussieht hier. Machen wir auch mal so einen Test. Erde-Test. Hier. So lockig. Hat solche. So wahrscheinlich vom Kokos, no, ein Koko. Einem anderen Tree. Sieht aber schön fruchtbar aus, aber ist so ein bisschen sandig. Sandig-erdig. So, dazu machen. Weiter geht's. So, wir haben nochmals eine gefunden. Ich werde die jetzt ein bisschen höher aufschlagen als die andere und schauen wir, was passiert. Nochmals eine Niete. Schaut, was ich gefunden habe. Das ist Ura pronobis. Ura pronobis müsst ihr mal googeln. Das hat, ich glaube, wenn es trocken ist, mehr Proteine als rotes Fleisch. Ich glaube, es hat verdammt viel Proteine und Mineralstoffe etc. Ich werde jetzt dieser Pflanze 2 Blätter klauen und das wird jetzt mein Znachti, mein Abendessen, mein Abendbrot. Ein guter. Fein. Googelt mal, Ura pronobis. Habt ihr was gelernt? Nice, hier habe ich eine gefunden. Eine dieser Kokosherze. Machen wir mal einen auf. Schaut euch das an. Nice. Hier ist es. Detailaufnahme. Kokosherz. Das ist das Kokosherz. Moskito war da, super. Das ist nicht auf dem Boden. Das muss ich essen. Das ist das Kokosherz. Schauen wir, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich wie ein Schwamm an und ist süß. Und ich habe das noch nicht gekannt. Jetzt kennst du es auch. Und es hat noch Wasser drin. Super, ein bisschen Hydrierung. Habe heute noch nichts getrunken. Und noch eine trockene Koko. Ist voll mit diesem kleinen Kokos. Der ist schon zu alt. Aber wenn er noch so einen kleinen hat, mal die Kokosnuss weg. Wenn er noch so klein ist, dann ist es Kokosnuss gut. Kleiner
Wenn die sich noch nicht geöffnet haben, ist noch besser. Aber ja, so. Super, cool, freue mich. Nice. So, das ist meine Ausbeute. Das habe ich noch nicht gegessen. Das hier werde ich jetzt noch den Gaiamuns geben. Werde ein paar Löcher noch ein paar von diesem Koko reinschwerfen. Ja, einfach um denen noch etwas Zeug zu geben hier in der Natur. So, hier haben wir einer. Hier, da, hier, schaut, da hat es einer. So, nein. Ein damit. Hier hat es noch einer. Geben wir dem auch noch etwas. Jetzt noch ein kleiner. Komm, du kommst auch noch was über. Und gibt es noch jemand? Oh, da hat es ein ganz großer Frosch. Das ist, glaube ich, kein Gaiamun. Das ist etwas anderes. Ups, was ist denn das? Caramba. Ein Opossumloch oder so. Verdammt. So, jetzt habe ich gleich Regel Nummer 1 wichtig vergessen. Nie die Machete vergessen. Ich habe jetzt diese Kokos, wollte ich da, oder habe ich da reingeworfen. Da habe ich dieses Loch gesehen und da habe ich mich daran erinnert, dass ich eigentlich immer mit irgendwie einer gewissen Sicherheit rumlaufen muss. Und das habe ich jetzt komplett vergessen. Zum Glück habe ich mich daran erinnert. Aber ich muss vorsichtiger sein. Auch wegen dieser Puma-Geschichte hier. Ich glaube, ich mache mir noch irgendwie einen Speer oder so. So, Kokosnuss habe ich jetzt hier mal gebunkert auf dem Zelt oben, damit ich, wow, hoppa, 360, die Kamera macht sich selbstständig. Ja, damit ich das später noch nehmen kann. Ich habe gemerkt, ich bin extrem salzig und ich glaube, ich merke den Wasserverlust. Ich muss jetzt noch, bevor die Nacht einbricht, ich habe keinen Bambus gefunden, mit dem ich Feuer machen könnte oder respektive probieren. Zunder hätte es, glaube ich, genug mit diesem Kokosfaserzeugs. Ja, ich glaube aber ein Speer. Ich habe hier noch meinen Knüppi. Der Knüppi. Mal schauen, vielleicht verwandle ich den noch irgendwie in etwas Brauchbares, einfach im Fall der Fälle, weil ich hänge hier wie so ein Free Snacky. Ein Free Snack. Ich weiß auch nicht, ob ich mich noch höher hängen soll, keine Ahnung. So, ich bin jetzt hier in Palmi. Hänge hier schön. Angelenkten Palmi. Ich habe mir hier noch so einen Stift gemacht. So, meine Bewaffnung für heute Nacht fertig. Ja, Bewaffnung. Braucht man sowas oder braucht man so etwas nicht? Das ist die Frage. Ist das eine gute Idee, so etwas zu machen? Ist das nicht eine gute Idee, so etwas zu machen? 24 Stunden im Dschungel überleben. Ja, jeder muss selbst wissen. Ich nehme jetzt das Risiko. Obwohl ich glaube, mir heute Nacht in die Hosen scheißen werde. Aber ja, no fun. Und dann morgen durch das Mangrovengebiet an die Beach. Ich kann es kaum erwarten, ein Schwimmen zu gehen, ein bisschen nass, ein bisschen Wasser zu spüren am Körper. Auch der Wasserverlust macht sich bemerkbar. Ich werde träge, ich werde müde. Ich würde alles geben für so eine grüne Kokosnuss. Aber leider, ihr habt es gesehen, es war nicht so erfolgreich heute mit den Kokosnüssen. Ja. Also, dann wir hören uns später. Ich mache jetzt hier noch meinen Speer fertig. Die Sonne geht langsam unter. Das heißt, es ist irgendwie 5 Uhr,
6 Uhr ist sie wieder ganz unten, dann ist es hier stockdunkel und ich muss dann in mein Bett. Die Moskitos greifen mich an. Ich würde alles geben für ein kaltes Getränk, für eine kalte Kokosnuss oder irgendwie etwas schön Erfrischendes. Ja, hier mein Zelt, mein Setup. Palmy von Seven vs Wild ist auch dabei. Und ja, ich bin auch gespannt, ob mein Setup hier hält heute Nacht. Mit diesem provisorischen Stützbalken hier, mit dieser Abspannung. Ist alles experimentell, aber ja, ich mache das für euch, für dich. Falls du jetzt bis jetzt im Video geschaut hast, lass mal ein Like da, lass mal ein Abo da, ob du das auch machen würdest oder ob du auch die Hosen voll hast, so wie ich weiß noch nicht. Wir sehen dann morgen, wie es weitergeht. Das ist nicht so wirklich abschreckend gegen jetzt so einen Puma. Aber ja, es gibt ein bisschen Distanz, falls so ein Teil hier wäre. Ich glaube, die schlafen auch in der Nacht, so viel ich weiß. Oder nicht weiß. Keine Ahnung. So, habe jetzt meine provisorischen Waffen hier in diesen Beutel getan. Der Beutel der Hängematte. Hier habe ich mit einem Stück Holz die Machete befestigt, dass die griffbereit ist hier. Ich werde mit dem Kopf hier schlafen. Dann hier auf der Seite ist mein Speer. Ich habe mir jetzt noch überlegt, hier irgendwie ein bisschen mehr von diesem Geröll noch hinzutun. Einfach, falls etwas von dieser Seite kommt, dass ich das höre. Das überlege ich mir jetzt noch. Ich werde, ja, die Sonne geht jetzt bald unter, dann wird es stockdunkel. Ich habe es nicht hingekriegt, ein Feuer zu machen mit Bambus. Wäre meine einzige Hoffnung gewesen. Ich habe keinen Bambus gefunden. Jetzt, bevor ich jetzt da 11 Stunden bis irgendwie 5 Uhr morgens, die Sonne geht, glaube ich, irgendwie um die 5 Uhr auf, dann werde ich sehr wahrscheinlich so 5 Uhr wach sein. Das heißt, ich werde dann 12 Stunden in dieser Hängematte sein. Das heißt, ich muss mir schon ein bisschen überlegen, nochmals kontrollieren, ob das alles funktioniert. Wieder anziehen, damit ich gegen die Moskitos gewappnet bin. Jetzt ist es noch immer extrem heiß, ich bin nicht mehr so am Schwitzen. Ich weiß nicht, wie die Nacht wird. Ich habe keine Decke dabei. Dabei habe ich mir natürlich wieder mal nichts überlegt. Ich habe gedacht, die Isomatte, die reicht. Vielleicht muss ich dann die Isomatte nehmen als Decke. Und ich hoffe auch, dass dieses kleine Mesh hier, das kleine Netz, mich von diesen kleinen, ganz kleinen, nervigen Moskito befreit. Hoffe ich jetzt mal. Ja, das ist das, was ich mache. Geben wir noch ein Snacky. Und dann später geht's ins Bett. Schaut, was ich gefunden habe. Nice. Noch 3 Kokosnüsse. Ich schaue jetzt mal, ob da noch was drin ist. Ich öffne die jetzt. Eine. Wenn die gut ist, lasse ich die anderen 2 für morgen. Wenn nicht, öffne ich, bis eine gut ist. Ich muss etwas trinken jetzt. Das lässt sich aber nicht lösen. Und schön hart. Ich habe mich jetzt noch gestochen, verdammt. Ja. Ich glaube, es ist offen. Wasser! Muss es sich anfühlen, wenn man verzweifelt nach Wasser sucht. Ich werde überall gestochen. An allen Orten. Come on! Wo ist das Wasser? Hier ist ein Loch. Ah, nicht die Nord again. So, Number 2 habe ich geöffnet.
Schauen wir, ob es etwas drin hat. War wohl nix. So, haben wir noch eine. Ich glaube, ihr seht es nicht, aber es ist voller Moskitos. Ja, ich habe jetzt bessere Technik. Ich schäle das so schichtweise ab und immer schön drehen. So sollte das gehen. Die Moskitos, ja, es wird unerträglich. Es ist schon unerträglich. Ich nicht mögen diese Moskitos. So, das sieht gut aus hier. Da schon mal ein bisschen reingestüchert. Es hatte Druck drauf. Wenn es Druck drauf hat, geil. So, alle guten Dinge sind 5 oder so. Hier Wasser. Schauen, ob ich das ein bisschen länger machen kann. So. Oh yes! Oh yes! Geil, nice! Süß! Süß bis zum geht nicht mehr. Nice! Und schön voll. Cool, die gönne ich mir jetzt, bevor ich mich ins Zelt mache. Ja, es ist so gut. Die Kokosnuss ist voller Wasser, die hydriert mich jetzt. Das war jetzt last chance und ich habe sie gemacht. Ja, cool. Freut mich extrem. Gibt Moral, gibt Wasser. Die Moskitos nerven mich jetzt noch ein bisschen. Ja, die sind überall. Ja, aber das ist halt, wenn man im Dschungel in Brasilien ist. Was Moskitos, überall sind sie, überall, die zerstechen mich, überall. Schaut hier mal die Beine an, hier komplett, hier überall, bam, bam, mit der GoPro, noch ein paar töten, Auto-Expert. Rein in die gute Stube, kommt rein, jetzt hier zumachen, von oben nach unten noch. So, ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht hier in der Hängematte. Ich bin voller Sand, Schweiß, aber jetzt lassen mich zum Glück die Moskito mal in Ruhe. Meine Kokosnuss hier oben, Snack. Dann haben wir hier noch der Reißverschluss, sieht man das hier. Dann habe ich hier mein Vampirstick. Die Beine komplett zerstochen, verstochen, kaputti. Ich möchte mich am liebsten überall kratzen. Ja. Happy, diese Kokosnuss hat es echt gebracht. Die hat mir nochmals ein bisschen Energie gegeben, war süß, toppi. Ja, ich werde jetzt noch die letzten Moskitos killen, die hier in meinem Netz drin sind. Und dann werde ich mich mal hinhauen. Die Sonne geht eh gleich unter. Und wenn ich jetzt da noch rumstapse draußen, dann werde ich nur verstochen. Wir sehen uns sehr wahrscheinlich nochmals, wenn es dunkel ist, und dann vielleicht in der Nacht und dann bis morgen. So sieht es hier drinnen aus. Also noch ein kurzes Update, bevor ich jetzt die Kamera ausmache. Ist eigentlich okay, die Moskitos kommen hier nicht ran. Ich bin hier schön gepolstert. Hier macht es dann aber auf der linken Seite und links und rechts von meinem Schulterblatt. Hier
haben die mich jetzt komplett zugestochen, verstochen von links und rechts. Ich habe jetzt hier meine Schuhe genommen und hier noch als kleiner Abstand von der Wand zu meinem Körper. Und das scheint zu helfen. Ja, jetzt können die mich nicht mehr so. Es ist jetzt viel chilliger, sagen wir so. So, nochmals kurz ein Update. Hier, diese Stange ist von der GoPro. Ich wusste nicht, wo ich die GoPro hier im Zelt, also in der Hängematte hin tun soll. Und ich hatte sie hier oben am Kopf, dann hatte ich sie auf der Seite. Ist immer wieder runtergefallen und ich hatte dann das Problem mit dem Moskito hier auf der Seite. Und ich habe das jetzt so gelöst. Ich habe einfach diesen Selfie-Stick hier genommen und da durchgespannt. Und jetzt spannt der da das Zelt ein bisschen nach außen und die Moskitos können mich hier links und rechts nicht mehr pieksen. Und die Kamera hat auch hier einen Platz, die ist hier gleich griffbereit. Jetzt ist es dunkel. Das einzige Licht, das ich sehe, ist das Licht der GoPro. Ich habe leider kein Licht dabei. Teil der Challenge. Ja, ich bin jetzt hier am Filmen mit dem 360. Oben nach unten. Hier ist die obere Seite dunkel. Und der Dschungel spricht. Glühwürmchen sieht man das auf der Kamera. Die Sterne sieht man. Und ich habe ein bisschen gepennt. Bin jetzt wieder wach. Jetzt beobachte ich die Kulisse. Das komplette Dunkelheit. Thema Moskitos ist immer noch ein Thema. Ist ein Dauerthema hier. Also ich gehe dann wieder. Sehen uns morgen. Geräusche des Dschungels. Guten Morgen! Ich lebe noch. Wetter schön. Sonne. Es hat nur kurz einmal geregnet in der Nacht. Ein bisschen kalt. Das nächste Mal muss ich mich definitiv eine Decke mitnehmen, das geht nicht. Extreme Mühe zum Schlafen. Ich bin erst kurz vor Sonnenaufgang jetzt eingeschlafen, kurz. Ja, jetzt hänge ich noch ein bisschen hier in der Hängematte. Dann schaue ich, ob ich doch noch eine Kokosnuss finde. Ich bin extrem durstig. Und danach geht's ab in das Mangrovengebiet. Dann schlagen wir uns da durch. So, Dschungeltime. Jo, die Kokosnuss von gestern. Oh, und dann geht's jetzt ab ins Mangi-Gebiet. So, hier noch kurz meine Easy rund weg ist. Und hier Spannung ist auch nur auf wirklich einem Knopf. Und das war's schon. So, da ist mein Zeugs. Jetzt muss ich hier nur noch meinen Rucksack zusammen machen. Mein Speer, den hier lasse ich. Hier werde ich noch kurz ein bisschen das Zeugs weg auf die Seite werfen.
So, noch kurz zum Setup. Also ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Setup, mit der Hängematte. Die ist jetzt komplett nass. Zum Glück hatte ich jetzt noch die Isomatte dabei. Isomatte ein echter Gamechanger, also um zu arbeiten, um die Knie auf dem Boden zu tun, um etwas auszubreiten. Als provisorischer Regenschutz, als Schlafmatte, damit die Moskitos mich nicht erwischen. Es ist 24 Stunden Moskito-Time hier. Ja, Schlammzeugs, Wasser, Mack, wenn das da reinfällt, dann seid ihr nicht verloren. Und das ganze Abenteuer kann ich irgendwie posten. So, Pack ist done. Ich habe alles. Schwert wie gewohnt in die Hand, oder ich kann ihn hier drin verstauen. Das ist eigentlich alles okay. So, und jetzt geht es weiter. Kurz zeigen. Hier, so sieht das aus. Hier ist mein Ort. Hier war die Hängematte. Jo, jetzt habe ich nur noch Schwert, provisorischer Rucksack, mein ganzes Zeugs, technisch alles hier drin. Also mit diesem Berg zu laufen ist eigentlich relativ okay. Das einzige, also wow, Spinne, Spinnenzeugs, ist eigentlich okay. Ja, besser als ich gedacht habe, ist ein bisschen elastisch und ich kann da alles reinstopfen, was ich reinstopfen möchte, will. Ist eigentlich auch okay. Das einzige Problem jetzt ist, dass die Moskitos mir diesen Rücken hier unten komplett verstechen. Und hier ist noch eine kleine Spinne. Seht ihr die? Hier sind die Mangroven. Hier fängt es an. Alles kleine Baby-Gayamuns hier. Hier muss ich durch. Das sind ungefähr 200 Meter. Dieses Geschlacki Schlammzeugs hier. Die Sonne ist natürlich genau auf der Seite, dass man es nicht so schön sieht hier jetzt auf der Kamera. Ich mit diesen Schuhen sinke jetzt schon ein. Schau mal, wie das ist. Es geht schon rein, dann drückt das Wasser raus und ja. So, ich versuche jetzt hier den besten Einstieg zu suchen. Mal schauen, wo der Einstieg am einfachsten ist. Werde ich jetzt hier einsteigen. Dann werde ich die GoPro verpacken. Dann werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht mehr so einen schönen Ton haben. Wird ein bisschen gedämpfter sein. Dafür, wenn die Kamera in das Oh yes! Auf ins Abenteuer. Jetzt hier drüber klettern. Wow. Das ist die Möglichkeit hier klettern. Da ist ein Marsch. Wow! Das war Nicholas und Firestyle. Verdammt. Den darf man nicht berühren, ja. Nicht runterfallen, verdammt. Was mache ich hier? Wow.
ich hoffe, das geht. Natürlich voller Moskitos. Ich will mich jetzt hier irgendwie so durchschlängeln. Der sieht auch morsch aus. Ja, war eine super Idee hier. Ja, Wasser, ich glaube, unvermeidlich kann es nicht werden. Es ist natürlich auch noch Krokodilgebiet. Ja, testen, der funktioniert. Wow, Spinne. Wow, Snacky. Der ist einigermaßen stabil. Ich gehe aber hier am Boden entlang. Wow. Wow. Zieh durch. Ah. Verdammt. So ist komplett morsch. Ich hoffe, hier kommt nie so eine Situation. Ja, nicht nachmachen, das ist keine gute Idee. Ich werde jetzt hier durch, dann versuchen auf die andere Seite zu kommen. Wie kann ich jetzt die Kamera wieder an? Bleibst du hängen? So, wenn ich dann da drüber bin, das sieht es dann einfacher aus. Schön hier, geht es grün. Wow! Was war denn das? Wieso habe ich nicht noch eine zweite Kamera, um mich zu filmen, wie ich hier bin, Affe hänge? So, wie komme ich jetzt da rüber? Das ist ein großer Jumpy. Wow. Ja, brechen die? Die brechen nicht. Wow. Nice. Nice. Chillig. Ich fühle mich wie Tarzan. 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 Schauen, dass wir nicht in eine Niklas on Fire Situation geraten. Mit irgendwelchen morschen Zeugs. Ich glaube, das kann man so nennen jetzt heutzutage. Niklas on Fire Situation, wenn so ein Ast runterfällt. Also wenn man das sagt, das glaube jeder weiß, wie das dann ist. So, das war jetzt ein einfaches Stück. Jetzt geht's weiter. So, irgendwie nicht. Wow! Niklas on Fire, bist es du? Bist du, Niklas? Ja. Das war Niklas on Fire Situation. Niklas on Fire Situation. Komplett Mangi. Hack. So sehe ich auch aus. Komplett nass, durchschwitzt. Und die Killer-Ameisen losgetreten. War nicht so cool, die sind jetzt hier. Spannen mich mal. Falls ihr Bock habt oder Lust habt, mal so ein Overnighter zu sehen hier in diesem in so einem Mangrovenwald, dann schreibt, hinterlasst einen Kommentar. Ich habe vorhin noch einen Tukan gesehen, leider auf der Kamera, das erkennt man gar nicht, das ist dann so klein. Ja.
Nice. Und weiter geht's durch den Dschungel. Bisschen ausgeruht. Jetzt müssen wir uns hier wieder durch das Dickicht schlagen. Ist immer so die Frage, wo geht man durch? Natürlich immer des geringsten Widerstands natürlich. So gehe ich immer so durch. Schau mal, was das ist. Vielleicht versuche ich es runter zu trampen oder sonst, falls es nicht geht, falls es wirklich nicht geht, habe ich hier noch die Machete, um noch ein bisschen ja, so ein bisschen rumzusäbeln, falls ich rumsäbeln muss. Genau, das sieht dann so aus, hier überall El Dschungi 360. Schön schauen, was sind die Kokosnüsse, hier oben sind die Kokosnüsse, dass die ja nicht runterfallen. Der ist komplett voll. Ja, wir sind in der Nähe des Strands. Ich kämpfe mich jetzt hier ein bisschen durch den Dschungel und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Das kommt immer wieder vor, wenn ihr Kokosnüsse öffnet und die so in einer Halbschale lasst, dann kumuliert sich hier das ganze Regenwasser und die Dengue-Moskitos oder einfach normale Moskitos, Nervensägen gehen hier rein. So, solche Sachen lieber nicht machen, umdrehen, dann lassen wir das so und es kann sich keine Pestlarven entwickeln. So, ich habe jetzt das Dickicht hier hinter mir gelassen. Hier geht es auf eine kleine Straße. Hier ist eine Brücke. So sieht das aus. Da vorne ist dann das Meer. Nice! Ja, Zivilisation wieder zurück. Dann vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Lass mal einen Kommentar da, ein Like. Ich nehme jetzt noch einen Schwumm und dann etwas essen, extrem abgemagert, hungrig. Vielleicht finde ich noch eine Kokosnuss, wäre cool. Hier findet man jenste Kokosnüsse, ich hoffe eine grüne. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den ganzen Schweiß und das Mark und die Moskitostiche abwaschen. Und genau, dann war es das eigentlich vom Abenteuer, von diesen 24 Stunden im Dschungel. So, das ist der Strandweg hier. Hier geht es zum Strand. Hier hat es noch ein paar Hütten links und rechts. Hier, das ist eine Baustelle. So, schwimmen! Nice, angekommen an der Beach. Es hat keine Menschenseele hier. Es ist irgendwie, keine Ahnung, 9 Uhr oder so, 10 Uhr morgens. Sonntag. Es hat keine Menschenseele. Ich werde jetzt einen Dive machen. Wir sehen uns beim nächsten Abenteuer.